Wir waren hier bei den Drums dabei. Genau, haben wir ein bisschen geklippt. Bisschen Q3. Bisschen jetzt den API 2500 einsetzen. Und let's go, my friends. Let's do some magic. Klingt unfassbar. Unfassbar. So, lass mal checken, was hier beim Bass los ist. Das klingt doch schon mal amtlich. Ein bisschen Rumble da drinne. Ich denke, dem tut eine API ganz gut. Was ich mal tun werde, ich werde hier auf den Tubus mal einen Glue-Kompressor, den wunderschönen VBC Red von Slate mal raufwerfen, um einfach ein bisschen die Sachen schon mal zusammen zu gluen. So ein bisschen quasi Top-Down-Mixing. Bisschen weniger Drive. Müssen wir mal ein bisschen spielen mit dem High-Pass-Filter und ein bisschen mit dem Threshold, dass er mal ein bisschen die Sachen schon mal zusammen glued. Ich spiele mal alles zusammen ab. Von den Sparkers aus den Steckdosen. Jetzt ein paar Bits als Steroide. In deiner Welt, die sonst auseinanderbricht. Unfassbar, ein Buskompressor und alles glut sich schon zusammen. Du hast nachher am Ende viel weniger zu tun im Mixing, weil du dich sonst wahnsinnig EQst. Hör dich das mal an, vorher, nachher schon mit Gundes Sambo. Let's go! Von den Sparkers aus den Steckdosen. Jetzt ein paar Bits als Steroide. In deiner Welt, die
Alles, was ich jetzt machen möchte, ist ein bisschen die Gitarren zusammengluen. Wir hören uns das mal zusammen mit den Drums an und dem Bass. So, was haben wir denn hier rumfliegen? Ein bisschen FX. Wir ziehen uns die mal in Solo rein, was hier passiert. Räumt sich gleich auf, wunderschöne Harmonien dazu bekommen. Das langt mir erstmal. Und jetzt machen wir uns mal über die Vocals her. Wir haben hier einmal den Verse und hier haben wir einmal Vox Hook. Und wir hören da mal rein. In deiner Welt, die sonst auseinanderbricht. Meine Welt regiere ich lieber aus dem Schatten. Verse müssen wir nicht so viel machen, aber in der Hookline hört man schon, dass einem da ein bisschen die S-Laute um die Ohren pfeifen, insbesondere die Ch-Laute, wahrscheinlich so 3 Kilohertz um die Richtung. Da klappt der und funktioniert der Fettfilter sehr gut. Gehen wir mal zweifach Oversampling, machen mal Audition und dann wühlen wir mal uns den Part raus, wo wir uns ein bisschen die Harshness rausziehen hier. Da sind wir schon genau richtig. Bisschen mitarbeiten lassen. Meine Welt regiere ich lieber aus dem Schatten. Denn ihr weiß ich genau, wer ich bin. Wenn ich poste, stelle ich euch in den Schatten. Sehr gut. Bisschen Fabfilter-Gedöns. Ein bisschen ausleveln. Ich weiß nicht, wer das von geschrieben hat, aber er hat recht. Fabfilter geht immer. So. Meine Welt regiere ich lieber aus dem Schatten. Denn ihr wenn ich poste, stelle ich euch in den Schatten. Denn Konsequenzen kenne ich nicht. Konsequenzen kenne ich nicht. Genau wer ich bin. Wenn ich poste, stelle ich euch in den Schatten. Denn Konsequenzen kenne ich nicht. Konsequenzen kenne ich nicht. Meine Welt regiere ich lieber aus dem Schatten. Denn ihr weiß ich genau, wer ich bin. Wenn ich poste, stelle ich euch in den Schatten. Denn Konsequenzen kenne ich nicht.
Einfach ein bisschen De-Essing und 3, 4 Bänder im Q3, das macht schon so viel aus, ja. Das klingt viel stabiler. Alles, was ein bisschen wehgetan hat, klar, das Distorte, das muss auch ein bisschen edgy sein. Aber ich denke jetzt schon einen Schritt weiter, wir wollen da dann auch einen schönen Vocalbus-Kompressor oder sowas raufwerfen. Und das werfe ich mir da sonst alles mit rein. Also das langt für mich schon fast. Bevor wir jetzt gleich was auf dem Vocal Stem machen, würde ich jetzt hier einmal noch reinspringen in den Verse, weil da hat mir auch noch was bisschen nicht so ganz so gut gefallen. Ich mach das immer falsch hier. Ist der Pro Q3, da sind wir. So, let's go. Bits als Steroide in deiner Welt, die sonst auseinanderbricht. In deiner Welt, die sonst auseinander. Fürs Restaurant üble Kritik. Ne Beleidigung muss auch mal sein. Denn meine Zeuger war auch ein Schwein. Und so dreht es sich ständig im Kreis. Was ich nicht weiß, das macht mich nicht heiß. Ich denke, hier werden wir auch ein bisschen vorsichtshalber mal den DSer noch mal einsetzen hier. Hups, das war einer too much. So, mal checken. Und so dreht es sich daily im Kreis. Was ich nicht macht mich nicht heiß. Bisschen vorgearbeitet, gar nicht viel. Und jetzt gehen wir auf den Vox-Stem und wir haben ein wunderschönes, ich liebe dieses Tool. Den kennt der ein oder andere. Den gibt es sogar, kleiner Spoiler, sogar for free im Netz. Das ist die Free-Version hier. Das ist der Supercharger. Und der glued jetzt die Vocals zusammen. Da fliegt euch der Hut weg, meine Freunde und Freundinnen. Da fliegt euch der Hut weg. Fürs Restaurant üble Kritik. Ne und schält sich aus dem Bett. Von dem Smog aus 1000 Steckdosen. Ja, wie gut, dass der funktioniert. Und schält sich aus dem Bett. Von dem Smog aus 1000 Steckdosen. Jetzt ein paar Bits. Meine Welt regiere ich lieber aus dem Schatten. Denn ihr weiß ich genau, wer ich bin. Wenn ich poste, stell ich euch in den Schatten. Denn Konsequenzen kenn ich nicht. Konsequenzen kenn ich nicht. Hier und da mal Chat mit dem jungen Schick. Oder fürs Restaurant üble Kritik. Ne Beleidigung muss auch mal sein. Denn meine Zeuger war ja auch ein Schwein. Und so dreht es sich daily im Kreis. Was ich nicht weiß, das macht mich nicht heiß. Meine Welt regiere ich lieber aus dem Schatten. Denn ihr weiß ich genau, wer ich bin. Wenn ich poste, stell ich euch in den Schatten. Denn Konsequenzen kenn ich nicht. Konsequenzen kenn ich nicht. So, das geht doch schon mal in die richtige Richtung. Bevor wir feintunen, würde ich jetzt erst einmal, ich kann hier nochmal auf den Kollegen Schweißfuß zeigen, im besten Falle. Genau, hier ist er. Wir nehmen jetzt hier von West Audio den wunderschönen Dion, aka Dione. Den lieben wir über alles und den werden wir jetzt mal hier rein dialen. Und da haben wir dieses wunderschöne Plugin zu. Zack, hier ist der Kollege. Einmal connecten. So, und dann drehen wir den mal voll rein. Das sieht schon ganz gut aus. Lange Tag, kurze Release. Mal ein bisschen parallel einsetzen, um ein bisschen Glue reinzubekommen. So, vorher nachher schon mal Gunnes Sabo. Let's go! Meine Welt regiere ich lieber aus dem Schatten. Denn ihr weiß ich genau, wer ich
Das ist auf jeden Fall in die Fresse. Ich möchte noch was machen. Und zwar einer unserer Lieblingslimiter und passt für Rock so gut. Das ist der L1, den wir eben auch schon auf den Vocals eingesetzt haben. Passt mal auf, was jetzt passiert. Jetzt glut sich der ganze Smack hier nochmal weiter zusammen. Einfach runterziehen die Soße und genießen. Hier und da Manschett mit dem jungen Schick oder fürs Restaurant eine üble Kritik. Ne Beleidigung muss auch mal sein, denn mein Erzeuger war ja auch ein Schwein. Und so dreht es sich daily im Kreis. Was ich nicht weiß, das macht mich nicht heiß. Meine Welt regiere ich lieber aus dem Schatten, denn hier weiß ich genau. Kann man klar hören, das kommt jetzt alles schön zusammen, alles glut sich zusammen, wir ein bisschen den Rumble aufgeräumt, alles was da unten so ein bisschen rumgesuppt ist. Lass mal kurz überlegen, ich würde gerne bei den Drums noch ein bisschen, wir haben hier so ein paar Soundeffekte und dann würde ich doch mal gucken, ob wir nicht einfach mal den Shadow Hills Mastering Kompressor parallel einsetzen. So, ich muss mal kurz hier den Mixer finden. Das sieht doch gut aus. So, einmal nur kurz zum Verständnis. Hier haben wir so ein paar Soundeffekte. Hier haben wir den wunderschönen Shadow Hills Mastering Kompressor, den will ich jetzt parallel auf den Drums reinfließen. Wir jetzt mal anmachen, den Schinken. Und dann fahren wir da mal rein. Und dann gucken wir mal, was da passiert. Hier und da Manschett mit dem jungen Schick oder fürs Restaurant eine üble Kritik. Ne Beleidigung muss auch mal sein, denn mein Erzeuger war ja auch ein Schwein. Und so dreht es sich daily im Kreis. Was ich nicht weiß, das macht mich nicht heiß. Meine Welt regiere ich lieber aus dem Schatten, denn ihr wart, wo ich bin. Wenn ich poste, stell ich euch in den Schatten. Den kenn ich nicht, Konsequenzen kenn ich nicht. Konsequenzen kenn ich nicht. Konsequenzen kenn ich nicht. Meine Welt regiere ich lieber aus dem Schatten, denn hier weiß ich genau, wer ich bin. Wenn ich poste, stell ich euch in den Schatten, denn Konsequenzen kenn ich nicht, Konsequenzen kenn ich nicht. Hier und da Manschett mit dem jungen Schick oder fürs Restaurant eine üble
Das klingt schon extrem amtlich. Wie ihr gesehen habt, jetzt durch den L1 haben wir wieder ordentlich Luft gewonnen. Das heißt, ich werde jetzt hier final noch mal ein bisschen in den Fett reinfahren. Einfach, dass wir da so ein bisschen oben an die Decke gehen. Und dann ist die Geschichte erzählt. Dann machen wir noch mal schnell AB. Dann kann ich hier noch mal schnell durchgehen, was wir hier gemacht haben. Und dann hätte ich gesagt, haben wir wirklich in gefühlt ein paar Minuten echt was Geiles zusammengedrückt. Lass den Fett mal hier ein bisschen reinbuttern. Ich würde sagen, Ladies und Gentlemen, das war's. Das klingt fantastisch. Ich habe gehört, dass hier zwischendurch war so ein Problem mit YouTube. Ich hoffe, ihr konntet das alles mitschneiden. Ich hoffe, dass es zumindestens dann komplett in Fülle in einem Stück auf YouTube geht. Ansonsten schneiden wir das zusammen. Wir gehen noch mal ganz kurz durch. Wir haben hier unseren Mixbus. Wir fangen aber erstmal bei den Drums an. Einfach ein bisschen hier die Spitzen abgegriffen, damit wir alles, was danach kommt, ein bisschen entlasten, wie zum Beispiel oder insbesondere unserem wunderschönen API 2500. Ich habe hier einfach als Starter, habe ich einmal Preset genommen, das nehme ich ganz gerne, das klingt sehr, sehr gut. Das ist das Glue Preset, klingt nice, gibt gleich ein schönes Gefühl, muss man gar nicht lange rumfriemeln, ein bisschen den Threshold angleichen, ein bisschen den Gain nacharbeiten und dann ist die Geschichte eigentlich erzählt. Davor ein bisschen, damit wir da nicht so viel Rotz reinschicken, haben wir hier ein bisschen aufgeräumt. Hier habe ich am Ende noch mal ein bisschen die Snare kontrolliert, nachdem wir alles zusammengeglued haben, hatte ich das Gefühl, die Snare ist noch ein bisschen zu peitschig. Das ist auch eine Geschmacksfrage, wie weit man die Drums vorne haben möchte. Ich weiß, dass der Drummer von Echo Apartment das sehr gerne mag, wenn er vorne ist, wie jeder Drummer das mag und er spielt auch unfassbar, deswegen muss man ihm da auch das Shining geben. Dann anschließend noch mal schnell ein bisschen parallel komprimiert mit dem Shadows Mastering Kompressor. Hier haben wir, kann ich den so öffnen? Nein, aber das kann ich euch hier zeigen. Und zwar haben wir hier einfach einen, quasi ein Parallel-EQing. Das heißt, hier kriegen wir einen leichten Low-Shelf unten in dem, im Sub dazu. Parallel, klingt unfassbar, hat ein bisschen Druck nochmal an die Drums gegeben. Hier auf dem Bass haben wir gar nicht viel gemacht, weil die Jungs nehmen das auch immer schon sehr, sehr geil auf und haben auch schon sehr, sehr gut vorgearbeitet. Liebe Grüße an die Jungs von Echo Apartment. Wir küssen eure Herzen. Und hier ein bisschen Rubble entfernt. Das hat hier noch ein bisschen rumgewobbelt. Das haben wir dann noch rausgenommen hier. Dann an den Gits habe ich einzeln gar nichts gemacht. Direkt auf den Stem gearbeitet. Auch ein bisschen Rumble entfernt. Das ist nicht, dass wir grundsätzlich immer einen Low-Cut setzen. Aber hier brauchen wir das einfach nicht. Das brauchen wir für die Kick. Wir brauchen das für die Drums, für den Bass. Hier haben wir ein bisschen dynamisch mitgearbeitet. Bisschen rausgezogen, dynamisch. Hier statisch ein bisschen was rausgezogen. Hier nochmal ein bisschen oben diese oberen Mitten, die so ein bisschen schrill sind, so ein bisschen kontrolliert. Hier auf dem FX, da haben wir auch nur ein bisschen Rumble entfernt, ein bisschen dynamisch mitgearbeitet und anschließend haben wir den wunderschönen VSE2 eingesetzt, den wir so sehr lieben, wegen seinen schönen harmonischen, ein unfassbares Biest. Das solltet ihr euch auf jeden Fall mal reinziehen, sehr, sehr clean. Ihr seht, ganz wenig Bänder aber diese Bänder klingen unfassbar, gerade auf akustischem Material, direkt von Andy Eschenwecker. Der hat hier eine unfassbare Arbeit geleistet. Schöne Grüße an dieser Stelle. Ein bisschen reingefahren, ein bisschen wieder raus mit dem Output, damit wir schön die harmonischen mitnehmen.
Mehr haben wir da gar nicht gemacht. Ich wollte gar nicht EQen. Ich wollte einfach nur den ganzen durch die harmonischen so ein bisschen Space mitgeben. So, und dann Vocals, Verse, bisschen de-esst vorher. Das macht immer Sinn, wenn einem sowas entgegenfliegt, das erstmal zu kontrollieren. Anschließend hier ein bisschen aufgeräumt. Hier hat's wieder ein bisschen gerumpelt. Ich muss sagen, oben klang eigentlich alles übertrieben. Das haben die wirklich sehr, sehr nice ausgearbeitet, schon die Jungs. Und dann anschließend hier das gleiche auch nochmal auf der Hookline, auch nochmal ein bisschen de-esst und ein bisschen ausnivelliert, das was so ein bisschen gestört hat, was so ein bisschen zu schrill ist. Wir versuchen immer schon mit einer Vision ranzugehen, wenn wir wissen, was danach kommt. Und ich weiß nicht, dass ich danach die Sachen zusammengluen möchte. Ihr seht ganz einfache Tricks, ganz einfache Mittel hier eingesetzt. Nichts Besonderes, keine Special-Sachen oder sowas. Ganz einfache Mittel und dann hier reingefahren, bisschen zusammengeglut. Natürlich mal gucken, Verhältnis Versus und Hookline. Dass dann hier, wenn das in den Verses seht ihr schon, die Spur ist ein bisschen leiser, dass er dann nicht komplett in die Knie geht. Das Gute ist, dass der Supercharger, der kann eigentlich fast nicht in die Knie gehen. Bei 4 bis 6, teilweise sogar kurzweiligen 8 dB Gain Reduction klingt der wirklich noch richtig cremig und der glut euch die Soße zusammen. Sowas habt ihr noch nicht gehört, falls ihr den noch nicht ausprobiert habt auf den Vocals. Den benutze ich ständig, weil ich den Sound gewohnt bin. Ich mag den Sound und wie gesagt, der glut die Sachen zusammen, er levelt die Sachen aus und du musst dich nicht auf der Spur halb tot komprimieren. So, und dann das Spannendste eigentlich, wo man wirklich dann am meisten rausgeholt hat, das können wir mal außer Acht lassen, hatte ich ja am Anfang erklärt, da wart ihr leider noch nicht drinne, wie ich gerade gehört habe. 12 dB abgegaint, weil die Spuren ein bisschen zu leise waren. Ich wollte ein bisschen Saft geben in meine Geräte. Wir sind jetzt ungefähr bei minus 14 RMS, das habe ich ein bisschen ausgelevelt mit dem VU-Meter. Dann hier ein bisschen einen ersten Glue-Kompressor, da habe ich so nach 10 Minuten schon reingemischt, weil dann, das macht meine Entscheidung schon viel fein getunter. Genau, einfach geglut, dann hier in die wunderschöne Mastering Chain noch einmal zum Gucken und zum Genießen und zum Sabbern, den wunderschönen Diane und den wunderschönen Hyperion parametrischen EQ, den habe ich im Mid-Side eingesetzt, beide von West Audio, und das sind dann hier die Plugins dazu, das heißt, ihr könnt das abspeichern, könnt das automatisieren, alles wunderbar, Gänsehaut-Flavor. So, genau, die haben wir im Parallel eingesetzt, lange Tag, kurze Release, ganz standardmäßig, weil wir das so ein bisschen zusammengluen wollen in Parallel. Anschließend habe ich hier mit dem Hyperion dann, das ist an den Seiten logischerweise, hier haben wir ein bisschen was reingezogen in den Höhen und nehmen auch hier was von den oberen Mitten mit. Also der Hyperion zeichnet sich dadurch aus, dass der einfach nicht harsh klingt. Das, also Höhen und obere Mitten reindrehen funktioniert flawless, wunderbar. Und dann, das habe ich zum Schluss gemacht. Genau, erstmal habe ich hier nochmal, also erstmal sind wir in den Limiter reingefahren, ihr habt aber gesehen, hier war eigentlich gar nichts los. Und den L1, den benutzen wir sehr gern. Ich mache das mal alles zu. Das ist ja sonst die Verwirrung des Todes hier. So, und da haben wir hier Vorfinal haben wir den L1 eingesetzt. Da habe ich nicht mal mit der Tag oder nicht mal mit der Release rumgespielt. Einfach den Knob runtergezogen. Ihr seht, der macht bis zu 2,9 dB und der ist wirklich unhörbar. Ganz im Gegenteil. Der gibt einen wunderschönen Glue dazu. Wir lieben ihn. Und anschließend einfach, um den ganzen nochmal den Deckel drauf zu setzen, den Fab L2 als Limiter eingesetzt. Hier 0,6 dB Gain Reduction. That's nothing. Ja, und dann waren wir durch. Wir machen noch einmal kurz hier AB und dann könnt ihr gerne mal in den Chat schreiben, ob überhaupt noch Menschen da sind. Is somebody there oder sitze ich hier schon alleine? Wir hatten ein bisschen technische Probleme heute. Ich hoffe, ihr konntet das alles mitschneiden und Co. Und wir machen noch mal, ihr hört, das ist nicht ganz synchron hier. Ich hatte schon versucht, hier das einzustellen, habe es leider nicht so schnell hinbekommen. Ihr seid da, schöne Grüße, Demo, mein Brudi. Wir hören noch mal rein. Also ich muss sagen, wirklich, war so schnell und so einfach mit ganz einfachen Mitteln. Einfach eine Vision gehabt, eine Idee, gewusst, welche Plugins wie klingen für Rock. So API-Geschichten machen immer Sinn. Die sind schön knackig, bringen schön Edge rein. Ich habe auch zwischendurch den 560er bemüht. Habe ich den überhaupt angesprochen hier? Hier ist ja der 560er auf dem Bass, genau, ganz wichtig, nicht vergessen. Hier auch immer dann den
den Output runterziehen, dass ihr dann nicht auf einmal 2 dB lauter seid und denkt, oh krass, das klingt überheftig. Ja, weil es lauter ist. Hier wollte ich oben ein bisschen Knack reingeben, hier auch. Das ist hier das 8 und 4K Band. Ganz frech bei 4K mal was reindrehen. Kann man machen, Jungs. Und dann nochmal hier bei 500 reingedrückt, weil der so einen schön geilen, edgigen Bass hat. Das klingt aber sehr, sehr druckvoll. Da kribbelt's unten rum. Und dann machen wir noch einmal final Metric AB hier. Fühlt sich leer und schält sich aus von dem Smog aus 1000 Steckdosen. Jetzt ein paar Bits als Steroide in deiner Welt einander bricht. Meine Welt regiere ich lieber aus dem Schatten, denn ihr wollt, wer ich bin. Wenn ich poste, stell ich euch in den Schatten. Ich denke, die Reise ist klar. Damen und Herren, es war uns ein Vergnügen. Ich hoffe, wir kriegen das gefixt, dass der Stream in einem Block kommt zu euch frisch auf YouTube. Ich würde sagen, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, Damen und Herren. Es war mal eine Ehre, es war mal ein Vergnügen. Nächste Woche wird der liebe Fasi das Ding hier live mastern. Das wird euch sicherlich die Schuhe ausziehen. Und genau, dann geht's weiter. MA on Air, Mastering Academy on Air. Wir bleiben dabei und es geht weiter und ich bin draußen wie Schlangen.